Zu viel Druck beim Trompetespielen steht unserer trompeterischen Entwicklung im Weg. Sei es, dass wir das Mundstück zu stark gegen die Lippen drücken oder den Hals eng machen. All das blockiert letztendlich erstens unser Trompetespiel und natürlich auch den freien Luftfluss. Meistens bewegen wir uns ja in einer gewissen Wohlfühl-Tonalität, Tonraum. Das ist meistens der eingestrichene bzw. in der kleinen Oktave, also alles unterm C1. Auch in die zweigestrichene Oktave geht es eigentlich ganz gut rein, aber da fängt es meistens an, dass der Punkt E2, F2, Fis oder G meistens so eine Blockade mit sich bringt. Da fängt man dann an, das Mundstück stärker dagegen zu drücken oder übermäßig den Ansatz anzuspannen, damit man zum Beispiel noch das A2 etc. eben erreicht. Wenn wir trainieren wollen, dass wir uns auf diesem Weg verbessern, also druckfreier spielen, dann ist es eben wichtig, dass wir in unserem Wohlfühltonraum starten, aber in diesen Bereich der unangenehmen Töne hineinspielen. Ich empfehle immer meinen Schülern, dass es chromatisch am besten ist. Man bewegt sich in Halbtonschritten und kann dann ganz genau ausjustieren, okay, da beginnt's und da ist es noch in Ordnung. Wir nehmen als Beispiel das E2 als Problemton und starten dementsprechend tiefer auf dem C2. Das heißt, eine große Terz tiefer. E2, den haben wir im Fokus. Und jetzt bewegen wir uns in Halbtonschritten. Ich mache dir mal vor, wie ich das immer mache. Das heißt, wir bewegen uns in Halbtonschritten C, Cis, C, C, Cis, D, Cis, E. Wir bewegen uns also in kleinen Baby-Steps auf diesen Ton zu. Wenn du merkst, es klappt, dann gerne auch in Halbton höher zum F, Fis oder G gehen, überhaupt kein Problem. Allerdings natürlich nie vergessen, sobald man drückt, wieder nach unten gehen. Gerne auch zwischenzeitlich etwas in der tiefen Lage spielen, damit die Lockerheit wieder reingeht und dass die Luft frei fließen kann, der Hals auch nicht eng ist. Also man wieder auf Reset drückt, alles wieder auf den Ursprungszustand stellt und danach kannst du ein zweites Mal eben genau in dieses Training reingehen. Wichtig ist immer, achte auf deinen Hals. Nicht, dass du irgendwann anfängst, auch hier rauszudrücken. Da hilft unsere Übung wieder, die wir schon oft gemacht haben. Oder Schlauch. Der Kehlkopf weitet sich und lässt viel Luft rein und auch raus. Dieses Spielgefühl dann auf die Trompete übertragen und wieder ein neues Set. In dieser Art und Weise eben in unserem Problembereich trainieren, damit wir dann lernen, dass wir diese Töne auch freier bekommen. Eine Übung, die ich dir zum Schluss noch vorstellen möchte, aus dem Studium, ist folgende. Ich drücke also die Ventile in der Kombination, die ich in dieser Lage auch brauche, spiele aber jetzt keinen Ton, sondern habe meine Lippen um das Mundstück gelegt. Und blase nur so viel Luft in das Mundstück, wie dieses auch aufnehmen kann. Also wäre zu viel, man merkt ganz genau, die Backen blasen sich zusätzlich auf, an den Mundwinkeln geht Luft verloren, das Mundstück kann nicht zu viel Luft aufnehmen. Deswegen immer warm und weich denken. Und dann auf die Trompete spielerisch übertragen. Und so weiter und so fort. Also da kann man es auch dann richtig laufen lassen. Achte darauf, dass du locker bist, dass der Hals offen ist. Wenn du nach oben gehst, mach ein kleines Crescendo, nicht zu viel, weil sonst fallen wir wieder in diese Gewohnheit, Hals eng, mehr Druck. Es ist nur ein etwas mehr Luft geben. Das heißt,
und wieder zurück. Man braucht beim Trompetespielen auch nicht so immense Mengen Luft. Wichtig ist, dass wir unseren Ansatz lernen zu steuern, unsere Zunge aktiv beteiligt ist und wir unsere Luft in Bewegung setzen und dementsprechend natürlich auch wieder etwas zurücknehmen, wenn es in die tiefe Lage reingeht. Achte mal auf dein Körpergefühl. Meistens empfinden wir es ja richtig, nur wir setzen es dann auf der Trompete anders um, weil wir unbedingt Ton XY erreichen wollen. Also achte auf dein Körpergefühl, auf dein Bauchgefühl und kontrolliere auch die einzelnen Faktoren, die wir heute besprochen haben. Mach diese kleinen Zwischenübungen, die helfen immer weiter, dass wir uns verbessern, klanglich, aber auch in der Höhe und in der Intonation. Und letztendlich kommt es dann auf dich an, wie du deinen Überalltag gestaltest. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.